Hallo meine Lieben, endlich bin ich fertig. Es ist unglaublich. Ich habe jetzt 3 Rollkästen. Ihr kennt meine ersten 2 Rollkästen. Da hat sich ein bisschen was getan, das zeige ich euch gleich noch. Aber dieser, der hat mir ein bisschen Sorgen bereitet und hat ewig gedauert. Gefühlt, keine Ahnung, 3 Wochen, dass ich das alles einsortiere. Aber es ist geschafft und deswegen nehme ich euch heute mit auf eine Tour durch meine Rollwegen. So, übrigens, falls ihr euch fragt, Christoph hat heute Sprechverbot, der darf nur hinter der Kamera sitzen. Mal schauen, wie weit das dann funktioniert. Das war nicht ausgemacht. Nur kurzes Update zu den Rollkästen. Die 2 habt ihr ja schon gesehen. Hier bei dem allerersten hat sich eigentlich nichts getan, wo wir die Oberteile, Unterteile und so weiter drinnen haben. Da hat sich eigentlich nichts getan. Wo sich was getan hat, ist hier im zweiten Rollkasten. Da habe ich jetzt nämlich bemerkt, dass wenn eben zum Beispiel unsere Mütter wieder mal eine Figur suchen, sie dann zwar eine, sagen wir mal, Piratenfigur haben, aber dann sagen, naja, aber da könnte man ja noch Accessoires dazu haben oder Hüte oder sonstiges. Wo sind denn die? Und dann muss man wieder erst recht hierher kommen und ihnen helfen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache das schlau und habe jetzt zum Beispiel bei den Piraten, ich zeige es euch gleich, die sind nämlich hier drinnen in dieser Schachtel. Und da habe ich jetzt Piratenfiguren, die kennt ihr schon. Dann ein Sackerl mit potenziellen Waffen, die für mich nach Piraten aussehen. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung, aber für mich sehen sie nach Piraten aus. Dann solche Schulterpolster oder wie auch immer man das nennt, wo ich mir gedacht habe, das könnten auch Piraten-Schulterpolster sein. Beziehungsweise hier ist auch, sind 2 Kompasse noch drinnen. Ich glaube, es sind sogar 3 Kompasse gesamt, ja genau. Die habe ich auch hier reingeschmissen. Separates Sackerl, damit man es gut findet. Und ich habe jetzt hier, ihr habt das ja gesehen, letztes Mal hatte ich das bei die Hüte dabei. Funktioniert überhaupt nicht, weil irgendwie steht zwar Hüte drauf, aber kein Mensch sucht dann bei Hüten nach Hüten. Also ihr seht, auch mein System ist nicht ganz so super. Habe ich hier Piratenhüte und die habe ich auch jetzt hier reingegeben. Man lernt ja aus seinen Fehlern. Sehr gut thematisch geordnet. Danke. Übrigens noch immer als Piraten angeschrieben. Ich habe mir gedacht, da muss ich jetzt nicht noch extra irgendwas dazu schreiben. Das gleiche habe ich eben auch bei den Rittern gemacht, das zeige ich euch auch noch schnell. Da habe ich jetzt vor allem diese Federnzeugs habe ich jetzt hier dazugegeben. Ich weiß, das ist eigentlich ein Feuer, aber ich habe mir gedacht, im schlimmsten Fall, falls wir zu wenig solche Federn haben, können wir sicher auch diese Feuerfedern nehmen. Ich habe es dem Christoph noch nicht gesagt, also falls er zwischendrin schimpfen sollte, nachher wundert euch nicht. Ich halte mich zurück, ich sehe das ja auch das erste Mal jetzt. Eben, ja. Deswegen bin ich fast ein bisschen nervös. Naja, und dann haben wir hier noch Schwerter und eben sonstige Lanzen und so, die ich jetzt beim Sortieren gefunden habe. Das sind noch nicht alle unsere Waffen, aber ich habe mir gedacht, einfach nur eben im Falle eines Falles, falls jemand Waffen haben möchte. Pfeil und Bogen habe ich auch hier drinnen. Genau. Ich hoffe, das funktioniert jetzt besser mit der Sortierung, denn ich habe wirklich bemerkt, wenn ich dann erst recht wieder daneben stehen muss, neben meinen schönen Rollkoffern und eigentlich was anderes zu tun hätte, dann macht das ja alles gar keinen Sinn. Da sollen sich ja die anderen Leute auch auskennen. Genau. Ansonsten hat sich hier nichts getan. Deswegen kommen wir zu... Zeig uns trotzdem mal kurz, was da in den anderen Laden drin ist. Ich bin mir sicher, dass das noch nicht alle unsere Zuseher gesehen haben. Naja, ich habe das eigentlich bestens beschriftet. Hier ist zum Beispiel Grusel-Oberteile, Gruselköpfe, Chima-Köpfe, also das sind die Gruselköpfe, die Chima-Köpfe, Skelette und sonstige, die so dünn sind. Dann haben wir hier Sportler, genau.
Dann haben wir hier auch so Sportfans, also das sind die Sport ausüben, die Sportfans. Und hier haben wir Formel 1 Leute. In ihren Rennfahrer-Overalls, genau. Und das hier sind für deinen Gruselpark die Figuren, Genau. die für Halloween gedacht sind. Genau. Genau. Und ganz unten nur Polizisten und verschiedenste Arbeiter. in ihren blauen und auch orangefarbenen Overalls, auch zum Teil, glaube ich, aus den, wie heißen die, Power Miners Serien oder so? Das ist so Bergwerksleute. Okay. Sehr cool auf jeden Fall, Genau. sehr cool. Und ihr seht, sonst habe ich eigentlich immer so Dosen verwendet hier oben und unten habe ich das nur mit einem Karton geklebt, weil das einfach so viele Figuren sind, dass ich gar nicht so große Gefäße gehabt hätte. Ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert. Danke. Kappen, Hüte, Geld, Strand, Genau, die am Gäste, Strand Badegäste gehen und Strandarbeiter. Kapitäne und solche Geschichten, genau. Die Nicht-Piraten sind Umhänge. Und das sind so spezielle Köpfe. Die großteils von lizenzierten Themen sind. Genau. Wo die sehe ich da und auch in SpongeBob. Auf jeden Fall, das sind die normalen Köpfe. Genau. Und ganz oben, nur damit wir es der Komplettheit halber mal gezeigt haben, hast du meine Frauenoberteile bzw. ganze Frauen. Dann haben wir hier Ninjago, sehr schöne Leute und Winterdorfer Reste. Die sind leider schon relativ aufgebraucht. Ja, weil so viel Winterdorf passiert ist in letzter Zeit. Wem sagst du Wahnsinn. das? So, es geht weiter. Und jetzt komme ich zu dem schrecklichsten Teil meiner Sortierung von diesen Kästen. Ich schiebe die mal ein bisschen zurück. Vielleicht zeigst du uns aber dann den mittleren auch noch. Ich glaube, das wäre interessant. Ach ja? Jetzt gleich, ja, bitte sehr. Dann machen wir das. Du spannst mich auf die Folter. Ich spreche die Sprache der Zuseher. Die wollen das sehen. Okay. Da haben wir jetzt die Männeroberteile, beziehungsweise Männer unter Anführungszeichen. Eigentlich Männer und Frauen, aber halt nicht dezidiert Frauen. Übrigens wieder mal ein Anekdötchen. Falls ihr diese Oberteile im Winterdorf seht, es wurde verkannt als ein Winterpullover, obwohl das eindeutig, finde ich, ein Hawaii-Hemd ist. Das sehe ich genauso. Ich habe das aber leider erst zu spät gesehen und ich glaube, da sind jetzt einige verbaut worden. Müssen wir also mal fragt euch nachkontrollieren. Dann haben wir hier 2 Schubladen mit Unterteilen. Da sind sowohl Röcke dabei, also das ist nicht nach Männer, Frauen sortiert, als auch Gruselunterteile, alles Mögliche. Da muss man sich einfach durchwühlen. Da haben wir auch 2 gemacht, weil sonst in einer Schublade zu viele gewesen wären und da hätten wir uns nicht durchwühlen können. Auf jeden Fall nicht gescheit. Und da eben diese speziellen Unterteile habe ich natürlich auch hier drinnen. Also hier findet man wirklich alles, was Unterteil ist, findet man in diesen beiden Schubladen. Es werden gut, ich weiß gar nicht, weil wir öfter gefragt werden, wie viel das sind. Ich schätze, hosenmäßig haben wir sicher über 2000, wenn nicht 3000 und Oberteile, glaube ich, sogar noch mehr. Kann gut sein. Köpfe, ja, da hat sich nicht viel verändert, außer dass du ein paar mehr dazu getan hast und wieder welche weggekommen sind. Ich wollte gerade sagen, Frauen sind leider ein bisschen geschrumpft. Das ist meine Frauenschachtel, also dezidiert Frauenköpfe, die gelb sind. Hier ist ein bisschen ein Mischmasch mittlerweile drinnen. Das sind die hautfarbenen Köpfe, das sind jetzt nicht so unsere Favoriten, aber wir nehmen sie trotzdem auch her. Und hier sind alle Männerköpfe, die gelb sind, aber auch eben andere Hautfarben, die nicht normale Hautfarbe sind. Ich weiß nicht, für mich hat das Sinn gemacht. Und, das hat nichts mit Rassendiskriminierung zu tun, sondern einfach, dass man sie so ein bisschen leichter findet, genau. Oder? Und ich habe mir gedacht, zum Beispiel die hier, die kann man ja zum Beispiel eben für Ritter verwenden. Und deswegen habe ich die auch einfach hier hineingegeben. Sehr schön, ja, das sind auch einige, würde ich sagen. Ja. Das sieht nicht schlecht aus. Genau. Und dann haben wir hier, Helme, das werden irgendwie gefühlt immer noch mehr.
Bald die Dose zu klein. Ja, es ist extrem bei uns, aber alle möglichen verschiedenen Helme, nicht nur Motorradhelme, sondern auch so Unterwasserhelme, Zeugs, was weiß ich. Da werden wir hoffentlich bald mit der Unterwasserlandschaft dann ja auch die verwenden können. Manchmal sind auch nur diese Schilder, was ich hineingeworfen habe, also alles, was da dazu passt. Dann haben wir hier Langhaarfrisuren, vor allem natürlich auch Frauen hier. Und auch solche Sachen sind hier drinnen, weil wenn ich das zu den Helmen schmeißen würde, finde ich den nie wieder. Deswegen habe ich den hier drinnen. Das ist auch der Fall zum Beispiel bei diesem Helm hier. Habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen leichter. Dann kommen wir zur letzten. Hier, das sind eben quasi diese Hüte, von denen ich zuerst gesprochen habe. Das sind 2 Extrasackerl, die könnte ich eigentlich noch zum Winterdorf geben, weil sonst werden die wieder nicht gefunden. Das machen wir dann gleich noch. Also generell Hüte. Da läutet dein Handy. Vielleicht ist es ein Anruf bezüglich vielleicht mein Vater, weil er Lego gefunden hat. Das wäre interessant. Ich komme leider so schlecht auf, also das muss leider warten. Das Video hat jetzt Vorrang. Genau. Keine Chance. Nein. Dann haben ignorieren wir, es einfach. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier Kochhüte, die habe ich auch separat hineingetan, einfach weil sie leichter zum Binden sind. Wir haben hier, das sind für mich so Polizistenhüte beziehungsweise Eisenbahnerhüte. Das sind diese ich flachen glaube, da. die blauen oder genau, zum Teil haben, auch roten, die gehören den Eisenbahnern. Also und das ist ist aber Polizei. ein Polizei, genau. Ja, genau. Ja. Aber auf jeden Fall so flache Hüte. Das kann durchaus sein. Und hier sind also die Männerfrisuren, genau. Zum Beispiel. Genau, nicht nur Männerfrisuren. Es sind teilweise auch kurze Frisuren, die man für Frauen hernehmen kann. Also das ist wieder ein bisschen ein Misch, aber tendenziell eher Männerfrisuren. Hier hinten, das sind die, die mich nicht so interessieren. Ihr seht immer, das, was mich nicht ganz so viel interessiert, das gebe ich immer ein bisschen nach hinten. Das sind Arbeiterhelme. Von Feuerwehr, von normalen Bauarbeitern und sonstiges. Und hier vorne habe ich ein Sackerl gemacht, weil das ist etwas, das braucht man halt kaum. Das sind schon sehr spezielle, genau. Die vielleicht für eine Kirmes oder irgendeinen Maskenball ganz nett wären. Die waren, glaube ich, bei der Bestellung vom Legoland Florida dabei, oder nicht? Ich glaube auch, dass die da dabei waren, ja. Es sind sicher welche von irgendwelchen Ostersets noch, die wir da aufgelöst haben. Aber auf jeden Fall, ja, ganz cool, aber man braucht es halt kaum. Richtig. Deswegen habe ich das jetzt hier mal hingegeben. So, Christoph hat leider die Nerven verloren, denn es hat unentwegt geläutet und es war wirklich mein Vater. Also von dem her tut es mir fast leid. Er hat wieder eine Setnummer durchgegeben, nämlich vom Hidden Side Portal, das wir aber erst vor kurzem gekauft haben und außerdem war es leider zu teuer. Aber auf jeden Fall danke trotzdem fürs immer Durchgeben der Nummern und der Preise. Aber in dem Fall mussten wir nicht zuschlagen. Aber natürlich verstehe ich dann die Dringlichkeit, es zu lang läuten zu lassen. Richtig, wir schauen uns jetzt noch den dritten Rollcontainer an, der eigentlich das Hauptthema dieses Videos sein sollte. Genau. Und wir sehen schon, die Aufschriften werden hier jetzt immer länger. Genau. Ich habe mir aber gedacht, ich muss wirklich alles aufschreiben, denn sonst haben wir wieder das Problem... Nur ganz unten steht noch nichts. Sage ich dir gleich warum. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass sich wieder die Leute nicht auskennen, nicht genau wissen, was drinnen ist. Und ich muss euch sagen, nicht nur die Aufschriften finde ich ein Highlight, sondern auch meine Sortierboxen. Und ich bin gespannt, ob ihr herausfindet, was das für Sortierboxen sind, die da drinnen verbaut sind. Oh. Kommt euch das bekannt vor? Christoph kommt sicher bekannt vor, denn ich habe es von ihm stibitzt. Rita stiehlt jetzt auch schon nicht Lego-Sachen von mir. Nein, das sind Lego, das ist Lego. Ach, das sind die Einlegedings vom Adventkalender. Richtig, das sind die alten Adventkalender gewesen. Die haben wir auseinandergebaut und manche nehmen die ja zum Sortieren von manchen Sets, also die Teile zum Sortieren. Und ich habe jetzt gedacht, wieso nicht für Accessoires? Und um wirklich an alle ranzukommen, muss man das leider immer rausheben.
Und ihr seht, es geht sich genau aus, wenn man hier 3x5, ich muss mich da ein bisschen aufwurzeln, 3x5 ausschneidet. Das geht relativ gut. Und ja, ihr seht hier meine super Sortierung. Ich kann das auch sonst gerne ein bisschen kippen, dann sieht man es vielleicht besser. Das glaube ich noch besser vom Licht her. Ich habe hier Koffer, Handtaschen habe ich das genannt, alles was man in der Hand hält, habe ich hier vorne drinnen. Dann habe ich hier alles mögliche, was man sich auf den Rücken packt, solche Säcke und sonstiges Rucksäcke. Dann haben wir hier Katzen, Nager in aller Form, also Ratten und Mäuse und Hamster und, dabei, genau. Und Hasen, genau. Dann haben wir hier Ferngläser, da haben wir extrem viel, das wusste ich gar nicht. Also man kommt auch immer wieder auf das Ersatzteil dabei, glaube ich. Ah, okay, deswegen. Dann haben wir hier Sachen, die man sich auf die Füße schnallt. Kleine Sachen. Flossen, nämlich, Schlittschuhe. Genau, und Rollschuhe. Rollschuhe. Mhm. Dann haben wir hier, die sind nicht beim Werkzeug dabei, wir kommen dann zum Werkzeug auch noch, weil das ist auch von diesem Florida-Set, da haben wir extrem viele davon, deswegen habe ich die separat. Das sind solche Hacken. Ja. Vielleicht für unsere Holzfäller interessant, genau. Die ja den einen kleinen Hain roden wollen. Mhm. Zum Beispiel. Dann haben wir hier Laborgläser, habe ich das genannt. Was weiß ich, wie man die nennen kann. Pinguine. Oh, die sieht man nämlich auf der Kamera, glaube ich, nicht so gut. Aber ja, stimmt, das sind Pinguine, ja. Dann Schmetterlingsflügel, die man auch den Minifiguren raufschnallen kann. Lupen, extrem viele Lupen. Dann haben wir hier Schläger, also Tennisschläger, Baseballschläger und Hockeyschläger. Dann haben wir hier Kämme in allen möglichen Farben. Die goldenen Schlangenstäbe vom Jafar-Stöckchen, genau. Und Laptops. So viele Laptops in Violett, das ist der Wahnsinn. Ja, das ist wirklich der das Wahnsinn. War wirklich von diesem Florida-Set. Und das kann ich mir denken, dass das viel Arbeit war und das, obwohl wir ja schon viel vorsortiert hatten eigentlich, aber trotzdem... Oh, und ach, ich komme zu dir. Hier auf der Seite habe ich goldene Bananen hineingegeben. Die habe ich nicht zu den normalen Bananen gegeben, weil dann wäre alles untergegangen. Ich weiß nicht, was wir damit machen. Vielleicht irgendwann mal irgendein cooles Haus bauen und das wird dann eine Dekoration, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch noch nicht, aber irgendwas wird uns schon einfallen. Oh, und der Spaß geht weiter mit Essen. Genau. Das sind Früchte, also Kirschen, normale Bananen, Äpfel, Ananas. Dann habe ich das genannt gebackenes Essen, also Pizza, Brot, Croissant, Torten. Dann haben wir hier nichts zum Essen. Das sind ja diese verschiedenen Sachen, die man quasi in die Frisuren hineinstecken kann, speziell halt bei Friends Frisuren. Dann haben wir hier Fliesen, bedruckte Fliesen, die entweder Schokolade sind oder Kekse sind oder diese mit diesen Erdbeeren drauf, also irgendwas Süßes. Keine Eier, die Eier sind nämlich da oben beim Fleisch, falls ihr euch das fragt. Das hat für mich sonst keinen Sinn gemacht, das süß und sauer zu mischen, das geht ja gar nicht. Dann haben wir hier die Cupcake Tops drinnen. Dann haben wir hier verschiedene Eise und ich habe jetzt mich entschieden, dass ich auch diese als Eis verkaufe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt geschimpft werde oder ob das akzeptabel ist, aber für mich sieht das auch aus wie irgendein Eis. Das ist auf jeden Fall ein ganz seltsames Teil, welches es, glaube ich, heute gar nicht mehr gibt. Okay, ich glaube, es sind eigentlich irgendwelche Lichter von Autos oder so, aber egal. Dann haben wir hier Tassen, diese Cappuccino-Tassen beziehungsweise die normalen Tassen. Hier haben wir auch zum Trinken verschiedene Dosen, die habe ich gleich fertig gemacht, weil ich habe mir gedacht, wenn ich nur das Top hineingebe, nachher findet wieder keiner was. Deswegen habe ich es gleich in verschiedene Farben fertig gemacht. Kelche sind auch drinnen und so ein To-Go-Becher ist hier auch drinnen. Ich glaube auch sogar irgendeine Flasche habe ich auch da hineingekaut. Genau. Dann haben wir das... Utensilien. Genau. Oder Fleisch und Ei, was weiß ich. Dann haben wir hinten die Hundeselektion mit Hundekuchen und Knochen. Gehört auch dazu. Ich wusste gar nicht, dass wir so viele Knochen haben.
Dann haben wir hier, wollte ich eigentlich nur die Kameras reingeben, dann habe ich mir gedacht, Handys passen ja dann auch hier rein, weil mit denen kann man ja auch fotografieren. Und dadurch, dass Handys dann drinnen waren, habe ich dann die Telefonhörer auch noch hineingegeben. Ja, für mich macht es Sinn. Elektronisches Equipment, ja. Genau. Hier haben wir Geschirr. Wir haben hier Löffeln drinnen, wir haben hier Pfannen und Teller und Töpfe drinnen. Alles Mögliche, was man so brauchen kann. Dann habe ich hier alles drinnen, was man als Pokal verkaufen kann. Also erstens mal große Pokale, aber auch diese kleinen Figuren, diese Mikro, oder? Das Ja, Mikrofiguren? Nanofiguren heißen. Die Mikrofiguren sind die hier. Okay. Ja, die könnte man eigentlich auch hier reingeben, oder nicht? Dann ist das Stimmt, halt ein eigentlich. größerer Pokal. Hier haben wir nämlich auch noch ein paar rumliegen. Stimmt. Dann geben wir, ich habe nämlich schon überlegt, wo ich die reingeben soll. Aber du hast eigentlich vollkommen recht, weil dann gebe ich die einfach hier Ich dazu. glaube, das sind dann alle, oder? Ja. Sonst liegen nirgendwo mehr welche herum. Nein, das sind alle. Perfekt. Dann haben wir hier Zauberstäbe und Spritzen. Spritzen. Ist Naja. ja jetzt leider, muss man sagen, gerade sehr tagesaktuell. Eben. Deswegen, man weiß ja Ein nie. separates Compartment. Ja, und ich hätte nicht gewusst, wo ich Spritzen dazugeben kann, ohne dass es nicht irgendwie komisch wird. Naja, Finde ich gut. Oh, und es geht weiter mit relativ vollen. genau. Ja, Werkzeuge, und ich habe das unterteilt in kleine und große Werkzeuge. Und da ist wirklich alles drinnen, was irgendwie mit Werkzeug zu tun hat. Ihr seht wieder, da ist mein Interesse nicht so wahnsinnig groß, deswegen habe ich das auch zusammengegeben. Ich hoffe, Werkzeugfanatiker verzeihen mir das. Es sind auch die Brecheisen dabei und was weiß ich nicht, was alles, Ölkannen und Bohrmaschinen und was weiß ich Finde alles. aber ganz sinnvoll eigentlich, weil Okay. man kann sich ja dann hier das raussuchen, was man braucht. Zum Genau. Beispiel so eine Kreissäge, dann Ja. schnappt man sich die und so weiter. Genau. Das ist überhaupt kein Problem, finde ich. Okay, also das sind eben die kleinen Werkzeuge und das sind die großen. Und bei den großen sind halt zum Beispiel Schaufeln und Besen auch dabei und diese Hacken. Oh, sind das Hacken? Ja. Genau. Dann habe ich hier Bärte. Lustig, dass wir da eigentlich so wenig haben. Die gibt es in der Lego-Welt nicht so viel. Das stimmt. Oh, Briefe. Hier haben wir Briefe, Taschenrechner, Ringe, ein paar Tickets und so andere bedruckte Fliesen noch, wie zum Beispiel eben von diesem Polizisten seine Marke, oder? Sagt man das so? Ja, die Marke von dem Polizisten. Die habe ich einfach hier reingegeben, weil das alles so bedruckt ist. Dann haben wir hier Teddybären, weil wir hatten auch einige Teddybären, deswegen habe ich mir gedacht, separat ist auch okay. Dann haben wir hier eigentlich Mikrofone drinnen gehabt. Ich habe diese Muchacho, ich weiß immer nie, wie die heißen. Diese Dinger da. Mariachis. Okay. Ja, die haben ja dieselbe Form, die sind nur anders bedruckt und anders eingefärbt, oder nicht? Ja, ich glaube. Die sehen genau Ziemlich gleich aus. gleich. Ja. Und ich habe auch das hinzugegeben, weil ich mir gedacht habe, vielleicht bei irgendwelchen Auftritten könnte man das dann verwenden für den Stars mit den Mikrofonen. Und auch diese Elsa-Sterne, diese 2 habe ich dazugegeben, beziehungsweise den Zauberstab habe ich auch hier reingeschmissen und einen Lippenstift. Irgendwie ein bisschen ein Durcheinander, aber ich habe mir gedacht, das Ich ist glaube, okay. jede Sammlung hat so das Krimskrams-Abteil, Ja, leider. wo die Sachen reinkommen, von denen man einfach zu wenig hat, um dafür ein eigenes Set aufzumachen. Und das macht aber gar nichts. Dafür haben wir von anderen Sachen wieder sehr viel, wie zum Beispiel von diesen Funkgeräten haben wir extrem viel. Die sind hier drinnen. Dann haben wir hier Halstücher und Fliegen. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass wir diese Fliegen haben. Aber sehen eigentlich auch ganz cool aus. Kommt mir auch nicht bekannt vor. Dann haben wir hier Eimer bzw. Eimerhenkel und alle möglichen Pinsel dazu. Also auch so Roller, aber auch normale Pinsel. Dann haben wir hier hinten, ich sag's euch, es war eine Mühseligkeit, das alle zu sortieren. Dabei waren die ja schon zum Teil sortiert, oder? Aber dann doch wieder irgendwie nicht. Hier haben wir Rettungswesten, Rettungsringe drinnen. Für die Nichtschwimmer. Genau. Dann haben wir hier Brillen, die man mit Helmen kombinieren muss. Die kennt ihr sicher auch. Also nicht die Friends, die Friends-Brillen,
sondern Die passen teilweise auf so Motorradhelme, glaube ich. So okay. eher antike, altehrwürdige. Dann haben wir hier lauter Handschellen. danke. Mein Hirn funktioniert schon nicht mehr nach dem ganzen Sortieren. Das sind die Sauerstoffkanister für die Unterwasserleute, die hoffentlich bald weniger werden, wenn wir damit beginnen. Dann haben wir hier ein Paddel und hier alles Mögliche, was man als Angel verkaufen kann. Also, oder Peitschen halt. Peitschen und... Für mich Angel. warum nicht? Also die da hier und die da hier. Wir wollen ja niemanden auspeitschen in unserer Lego-Stadt. Nein, so weit sind wir noch nicht. Das tun wir nicht. Das passiert nicht mal im städtischen Gefängnis. Es geht weiter mit der Tierwelt. Genau, aber hier habe ich sehr wenig, denn ich habe hier eigentlich ja nur kleine Tiere, die ich verbauen wollte. Und ihr seht, hier habe ich jetzt diese Reste reingegeben von den Adventkalendern. Und da habe ich unter anderem solche Stöcke, Aststöcke, die man vielleicht auch in die Hand nehmen kann, oder als Blumenstrauß gehen die ja auch super, wenn man da oben dann so eine Blume hineinsteckt. Habe ich mal hier reingegeben und das sind lauter andere kleine Tiere wie Papageien, Frösche und Fische bzw. Krabben sind da auch dabei. Und hier hinten sind die Schlangen. Da ist also noch Platz für mehr. Wir haben ja noch viele große Tiere, aber die hast du jetzt momentan noch nicht genommen. Nein, aber hier war ich am Überlegen und da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob ich, weil ich ja eben diese Dinger da hier drinnen habe, ob ich nicht diese Steckblumen zum Beispiel dann auch hier reingeben soll und soll ich dann aber die anderen Blumen auch hier reingeben, also die anderen Blumenköpfe. Ich weiß es nicht. Oder sollen wir das eher bei den Pflanzen lassen und nicht bei den Minifiguren? Das sind solche Fragen, die mich quälen und ich weiß es nicht. Mal sehen, was wir da draus machen. Man denkt sich, Rita ist zufrieden mit so vielen Figuren und so viel Accessoires, aber nein. Aber es ist auch viel Arbeit, genau. Dann kommen wir zur letzten richtigen Schublade, denn das hier unten ist nur mehr Krimskrams, das mir nicht so gut gefällt. Ach, aber das hier ist ein erstklassiges Paket voller Astronauten und Aliens und lauter so eher abgespaceden Figuren. Die habe ich extra hier hineinsortiert und Rita hat sie einfach hier reingeschmissen, weil ihr gefallen sie nicht. Nein. Und das hier sind Armlose. Unsere Leichentorsos, wo Arme fehlen, Hände und so weiter. Werden wir vielleicht mal vervollständigen, weiß ich jetzt noch nicht. Ja. Das ist auf jeden Fall meine Ramschschublade. Deswegen auch ganz unten habe ich mir gedacht, das ist egal. Und das ist aber noch eine interessantere Schublade. Ihr seht, da habe ich wieder so verschiedene Dinge genommen zum Reingeben. Wir haben hier die Räuber, die Feuerwehrleute, beziehungsweise ich glaube, manche sind auch im Strahlenanzug, habe ich glaube ich das letzte Mal gesehen. Ach, jetzt finde ich wieder keinen. Dann haben wir hier hinten alles, was mit Star Wars zu tun hat. Das ist sehr interessant, die könntest du auch mal herzeigen, finde ich. Gut, kann ich ja gerne mal machen. Aber jetzt kommen wir mal zu den anderen Sachen. Das würde mehrere Leute interessieren, was wir da alles von Star Wars so drinnen haben. Ja, ich habe das extra in eine Schachtel gegeben, weil ich mir gedacht habe, falls wir wirklich mal was mit Star Wars machen, nachher schmeiße ich gleich alles zusammen, Helme und Figuren und was weiß ich was. Dann haben wir hier Ärzte, Piloten und Fansfiguren. Toll. Und jetzt bin ich fertig. Ich war heute ganz brav und habe nichts gesprochen. Ich habe Ja, mich auch nicht aber vor der wirklich. Kamera gezeigt, weil ich Rita nicht die Show stehlen wollte. Danke. Aber im nächsten Video habt ihr mit mir das Vergnügen, liebe Freunde. Ja, da freuen wir uns sicher schon drauf. Was ich euch jetzt eben noch fragen möchte, erstens mal, wie es euch generell gefällt. Ob das eine gute Idee war mit diesen Adventkalender-Einlegern oder ob ihr da vielleicht andere Versionen habt, falls ihr auch so eine ähnliche Sortierung habt. Und eben Frage bezüglich dieser fast leeren Schublade, ob ich jetzt anfangen soll, dass ich quasi die Pflanzenteile aufteile oder nicht. Macht das Sinn, glaubt ihr? Ich weiß es nämlich nicht. Nicht, dass ich jetzt das alles reinräume und dann finden wieder manche Leute
manche Sachen nicht und es ist wieder mehr Arbeit und ich muss wieder zurückräumen. Wir haben jetzt eine so einen größeren Amazon-Karton, wo so alles Mögliche drin ist, was man für Landschaftsgestaltung verwenden kann. Genau. Da sind auch so graue Slopes drinnen, wo man Erhöhungen machen kann, Teile für Bäume und so weiter. Genau. Müsste man schauen, ob das Sinn macht, ob sich das dann alles in so eine Lade ausgeht, weiß ich jetzt nicht. Aber das werden wir herausfinden. Ja. Unsere liebe Rita wird sich jetzt sicher noch widmen. Wir finden auch immer wieder kleine Säckchen und Tüten und lauter so Zeugs, wo man eben wieder Figurenteile drinnen hat. Also ihre Arbeit ist wahrscheinlich noch nicht vorbei, ja. Aber wir werden uns dann alle erfreuen an sehr tollen Figuren, die dann hoffentlich auch irgendwann mal mitsamt ihren Accessoires in die Stadt wandern. Ich glaube auch, dass das wunderbar wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch interessiert, was ich da so mit mir herumschiebe in der Stadt. Das ist übrigens so super. Also falls ihr solche Dinge habt, die auf Rollen zu bauen, ist einer der genialsten Ideen, die man haben kann. Denn es macht viel mehr Spaß. Weniger als 1 Zentimeter Freiraum darüber, aber das passt perfekt. Genau, die kann man einfach so reinschieben und das funktioniert dann ideal. Nimmt keinen Platz weg. Genau. Es war mir eine Freude, das herzeigen zu können, denn sonst macht man ja sowas und es wird irgendwie überhaupt nicht gewürdigt und keiner schaut das an. Deswegen danke, dass ihr mir zugehört habt und ihr das angeschaut habt. Und wie gesagt, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt oder sonstiges oder irgendwas genauer sehen wollt, dann bitte einfach melden. Wir freuen uns immer über alle möglichen Kommentare. Und ja, dann baut auch ihr was Schönes. Hoffentlich müsst ihr nicht so viel sortieren wie ich jetzt, denn ich habe jetzt wirklich genug nach den vielen Tagen der Sortiererei und werde mich jetzt auch wieder dem Bauen widmen, denn das macht irgendwie mehr Spaß. In dem Sinne, macht's gut und dann hören wir uns ja hoffentlich bald wieder. Und dann darf auch Christoph wieder mal ans Werk und was präsentieren. Das hoffe ich sehr. Bis bald, liebe Freunde. Bis bald. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.